Let's get started. Let's go. Hallo Mia, ich habe dir heute 20 Fragen mitgebracht und vielen lieben Dank, dass wir dich heute begleiten dürfen als Pilotin. Stell dich doch gerne erstmal vor. Hi Leander, ich bin Mia, ich fliege bei DHL Air Austria die 757 und bin seit 2018 bei DHL als Pilotin angestellt. Was hältst du euch von der Idee, wenn wir uns ein bisschen trockeneren Platz unterm Flieger suchen bei diesem tollen Regenwetter? Das hört sich gut an. Ja, dann kommen wir schon zu deiner ersten Frage und fangen ganz von vorne an. Was war dein Traumjob als Kind? Mein Traum war immer, dass ich Wimbledon gewinne, damit ich dann genug Geld habe, um mir ein gutes Pferd zu kaufen und an der Olympiade teilzunehmen. Und der zweite Traum war Pilotin, der war dann doch ein bisschen realistischer. Okay, dann zu deinem aktuellen Traum. Wie würdest du deinen Job in 3 Worten beschreiben? Alles richtig gemacht. Ah, cool. Der größte Unterschied zwischen Fracht- und Passagierflügen? Dass wir keine Passagiere haben und meistens jetzt im Fall von DHL innerhalb Europas einfach nur nachts fliegen und dadurch wenig Schichtwechsel haben. Okay, sehr gute Überleitung. Lieber Nacht- oder Tagflug? Ich mag beides, aber ich bin die Nachtflüge jetzt einfach auch schon gewohnt und die Aussicht, die man nachts hat, ist halt schon sehr magisch, würde ich mal sagen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ohne welches Beauty-Produkt kannst du nicht leben? Sonnencreme. Ah, okay. Ja, klingt komisch, aber Sonneneinstrahlung haben wir auch im Flieger und deswegen ist die Sonnencreme immer dabei, auch nachts. Wo findet man dich in den sozialen Medien? Auf TikTok, Facebook, LinkedIn und Instagram. Oh, okay. Sag mal, es wird so ein bisschen kalt hier im Regen. Wollen wir ein bisschen um den Flieger rumlaufen, damit wir warm bleiben? Klar, gerne. Hört sich gut an. Welches ist dein Lieblingsflugzeugmodell? Die 757 natürlich. Okay. Start oder Landung? Was ist schwieriger? Hat beides seine Herausforderungen, würde ich tatsächlich sagen. Okay. Was machst du in deiner Freizeit am liebsten? Ich mache tatsächlich relativ viel für S1 Against Cancer, wenn ich nicht fliege. Auch in meiner Freizeit. Und ansonsten viel Zeit mit Familie, Freunden und Sport. Sehr schön. Zurück zum Job. Was bedeutet Karriere für dich? Dass man sich Ziele setzt und nicht aufgibt, bis man sie erreicht hat. Okay. Und für was engagierst du dich? Ich engagiere mich sehr für Krebsfrüherkennung und Pink Ribbon und Blue Ribbon Deutschland und weltweit. Sehr stark. Und wenn du eine beliebige Aktivität zu einer olympischen Disziplin machen könntest, wobei hättest du die höchsten Chancen auf eine Medaille? Gerichte kochen, die man garantiert nicht ein zweites Mal so hinbekommt. Sehr gut. Und was ist für dich das Beste an deiner aktuellen Arbeit? Dass es abwechslungsreich ist und kein Tag wie der andere ist. Sag mal, was hältst du eigentlich davon, wenn ich dir meinen eigentlichen Arbeitsplatz zeige und wir ein bisschen ins Trockene gehen? Sehr, sehr gerne. Das hört sich gut an. Ja, wo warst du denn als letztes? Ich bin heute Nacht aus Paris gelandet und war davor noch in Tallinn, auch in Paris, in East Midlands und war jetzt eine Woche unterwegs. Ah, okay. Und was hast du da so für Aktivitäten? Hast du Zeit, sag ich mal, zwischen den Flügen? Oder? Ich hatte in Tallinn am Wochenende Zeit, weil am Wochenende natürlich wenig Fracht ist. Konnten wir da richtig viel anschauen. Ach, schön. Ja. Das hört sich ja echt traumhaft an. Ich hoffe, es war besseres Wetter als Deutlich gerade. besser. Also hier ist es schon mal ein bisschen angenehmer als draußen. Wenn du in einer Band spielen würdest, welches Instrument würdest du spielen? Klavier, weil ich tatsächlich Klavier spiele und das auch das einzige Instrument ist, das ich spielen kann. Ah, okay. Welche 3 Vorurteile gibt es über Pilotinnen? Vorurteile viele. Und viele blöde Kommentare. Also was man halt auch viel hört, ist, Frauen gehören in die Küche oder ich lasse mich von einer Frau nicht fliegen, das ist ein Männerjob. Aber die lässt man an sich abprallen und zeigt denen, dass man das genauso gut kann wie jeder Mann. Oder besser. Sehr gut. In welches Land reist du am liebsten? Nach Hause, nach Schweden. Das kann ich gut verstehen. Wie viele Piloten habt ihr im Team und wie viele davon sind Pilotinnen? Also das letzte Mal, als ich die Zahlen angeschaut habe, waren wir 207 Piloten und davon 16 Mädels. Was ist dein größter Traum? Ich habe so viele Träume und einen großen Traum habe ich mir ja schon wahrgemacht. Also
Man hat viele kleine Träume, aber der größte Traum war, dass ich mein Ziel schaffe, Pilotin zu werden. Und das bin ich ja jetzt. Okay. Zurück zu Social Media. Schaust du lieber Stories oder scrollst du eher durch deinen Feed? Eher der Feed als die Stories. Bist du jemand, der Neujahrsvorsätze hat und diese umsetzt? Ich habe eigentlich nie Neujahrsvorsätze. Ich lasse das Jahr auf mich zukommen und verfolge die Ziele, die ich habe, einfach weiter. Okay. Ja, dann erstmal vielen Dank für deine interessanten Antworten und ja, dann wünsche ich guten Flug. Ja, danke schön, dass ihr mich dazu eingeladen habt und dir noch einen schönen Tag. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Wenn du auch zu uns kommen willst und am DHL-Drehkreuz in Leipzig arbeiten willst, bewirb dich doch auf anpacken-dhl.de. Und wenn du zu uns als Pilot oder Pilotin kommen willst, dann schau doch mal auf career.aero/dhl.